Zur Gamescom 2018 zeigt das australische Indie-Studio The Voxel Agents ihr erstes Spiel, das Puzzle-Adventure The Gardens Between. Das Spiel soll noch 2018 für PC, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Wir haben die Entwickler kurz vor der Messe gebeten, uns ihr Spiel mal vorzustellen, damit wir es unter anderem im Gamescom Livestream zeigen können. We're the Voxel Agents and this is The Gardens Between. We're the Voxel Agents. I'm Simon. I'm Matt. I'm John. And we're going to talk about The Gardens Between today. Hallo, wir sind die Voxel Agents, Simon, Matt und John. Und wir werden heute über The Gardens Between sprechen. This is a game we've been working on for some time. Way back in 2011. An diesem Spiel arbeiten wir schon eine ganze Weile. 2011 hatten wir ein Konzept für ein Spiel, das auf einer Szene aus dem Tom Cruise-Film Minority Report basiert. It was really rad. So we wanted to build a game that was so basically take that concept and build a game around it. So in der Szene spult Tom Cruise aufgezeichnete Erinnerungsfragmente vor und zurück, um Hinweise zu entdecken. Und wir fanden die Idee richtig cool und wir dachten uns, wir bauen ein Spiel, das auf dieser grundsätzlichen Idee basiert. Dabei herausgekommen ist The Gardens Between, das wir jetzt gerade sehen, und in diesem Spiel geht es um die beiden besten Freunde Ariana und Friend. Und die beiden erkunden eine merkwürdige, surreale Welt, die wir die Garteninseln nennen. Und als Spieler folgt man diesen beiden Figuren, aber man steuert sie nicht direkt, sondern man steuert die Zeit und manipuliert die, dreht sie vor, dreht sie zurück, um Rätsel zu lösen. Was uns beim Design des Spiels sehr wichtig war, ist, dass wir die Neugier des Spielers wecken. Move backwards and forwards and kind of explore how all these interrelated timelines fit together. And that's something that we've spent a lot of time in developing. Wir wollten also Umgebungen schaffen, bei denen es Spaß macht, sie zu erkunden und herauszufinden, wie die unterschiedlichen Zeitlinien miteinander interagieren. Und in diesen ganzen Prozess haben wir wirklich sehr viel Zeit hereingesteckt. But here we can see some of the items in the world that contribute to the puzzling. The puzzles are kind of like these flowers. Hier sehen wir jetzt mal ein paar von den Gegenständen, die im Zusammenhang mit den Puzzles stehen. Hier sehen wir zum Beispiel diese Pflanzen, und diese Pflanzen können das Licht produzieren, das man wiederum zur Spitze dieser Insel tragen muss. Und jede unserer beiden Figuren hat dabei bestimmte Fähigkeiten und eine bestimmte Rolle, die sie in den Rätseln erfüllen muss. So Friend is a little more curious, and he kind of likes to hang back and observe the world and check it out. And so whenever he sees kind of like a chime, the player can choose to have him tap that chime. Der junge Friend ist ein bisschen neugieriger und bleibt manchmal ein paar Schritte zurück, um die Welt genauer zu erkunden. Und so kann Friend zum Beispiel solche Glocken hier entdecken, und je nachdem, welche Farbe diese Glocken haben, lösen sie andere Ereignisse in der Spielwelt aus, haben andere Funktionen. In dieser Szene sehen wir zum Beispiel, dass die Glocke mit der dunklen Blume in Zusammenhang steht. when you're making a puzzle game, it's really important to build that trust with the players. So making sure that they can never die, there's no fail states. Wenn man ein Rätselspiel baut, ist es wichtig, dass man eine gewisse Vertrauensbasis mit dem Spieler schafft. Es muss klar sein, dass die Spielfiguren nicht sterben können, dass man nicht in irgendwelche Sackgassen läuft. Das ist bei unserem Spiel besonders wichtig, wenn es später deutlich komplexer wird. Der Spieler muss sich also immer sicher sein, es wird eine Lösung geben, denn manchmal sind die Lösungen eben doch ganz schön schwierig. Yeah, and that trust is so important, because it's like if the player kind of if we can successfully build this sense of trust, then it enables the player to feel really comfortable and free to kind of explore. Ja, dieses Vertrauen ist wirklich sehr wichtig, denn es schafft beim Spieler das Gefühl, dass er sicher erkunden kann, dass er Sachen ausprobieren kann, ohne Gefahr zu laufen, irgendwas kaputt zu machen oder irgendwo zu landen, von wo er nicht mehr zurückkommen kann. So in the first set of levels, you might have noticed a bunch of moving in boxes, like letter boxes and stuff from the front yard. And now we're moving into the backyard, so we got In den ersten paar Leveln hat man ein paar Umzugskisten gesehen, also eher so Sachen, die vielleicht im Vorgarten liegen, wenn man neu eingezogen ist. Jetzt wiederum wechseln wir in den Garten hinterm Haus, und da liegen einfach ein paar andere Objekte rum, zum Beispiel eben so eine Kühlbox oder zum Beispiel ein Gartenschlauch. Also Sachen, die man so ganz normal im Garten hinterm Haus finden würde.
Yeah, and there's a kind of global environment that's linking all of these spaces together that's we're not showing in this bill. Was wir in dieser Demo noch nicht zeigen, ist, dass diese ganzen Inseln zu einer größeren Welt dazugehören, dass es auch eine größere Verbindung über diese kleinen Inseln hinaus gibt, sowohl was die Spielwelt angeht, als auch was die Story angeht. Aber wie gesagt, das zeigen wir jetzt noch nicht. Dieser übergeordnete Kontext steht im Zusammenhang mit der Reise, die die beiden Figuren unternehmen. What we remember is different to what somebody else might remember, what significant moments or what stood out to us in that time. Erinnerungen können eine ganz schön trügerische Sache sein. Woran wir uns erinnern, ist vielleicht was anderes, als woran sich jemand anders erinnert, obwohl er denselben Moment erlebt hat. Für jeden sind andere Erinnerungen wichtig, andere Elemente stechen heraus. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem das Spiel auch sehr interessant wird, nämlich an dem wir anfangen, alternative Zeitlinien anzubieten. Und diese unterschiedlichen Zeitlinien kann man in unserem Spiel unabhängig voneinander kontrollieren durch etwas, das wir einen Zeitglitch nennen. Ich kann beispielsweise diesen Jenga-Turm entweder wieder ganz auf Anfang stellen oder eben runterkrachen lassen oder einfach irgendwo in der Mitte stehen lassen. Wenn der Turm komplett runtergefallen ist, kann ich nicht vorbei. Aber dadurch, dass ich die Zeit manipulieren kann, kann ich den Jenga-Turm auch in einer anderen Position in der Zeit einfrieren. Ja, ich glaube, das ist eines der coolen Elemente im Spiel, dass wir die Möglichkeit eingebaut haben, physikalische Vorgänge aufzuzeichnen. And then give the player the opportunity to like scrub through it and kind of see how it all might unfold. Wir können also diese interessanten und manchmal auch gefährlichen Situationen erschaffen, um dem Spieler dann die Möglichkeit zu geben, durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der Zeit zu schauen, wie sie am Ende ausgehen. As a studio, we believe everyone plays. I mean, puppies play, monkeys play, all people play. If anyone says they don't play games, they're a liar. They've had their soul crushed and we need to put it back in there. Yeah, so we're making a game to give them their soul back. Als Entwicklerstudio glauben wir, dass jeder spielt. Ich meine, selbst Tiere spielen. Und wer sagt, er spielt nicht, der hat doch seine Seele verloren. Und wir als Entwickler haben uns die Aufgabe gegeben, ihnen die Seele zurückzugeben. Wir wollen ein Spiel machen, das die Spieler regelrecht beseelt. Nein, aber Scherz beiseite, wir glauben, dass wenn jemand vielleicht noch nicht spielt, dann hat er vielleicht einfach noch nicht die richtige Art von Spiel entdeckt. Und wir wollen ein Spiel machen, das zugänglich ist, freundlich, in das man leicht hereinkommen kann. Und das macht eben The Gardens Between aus. It's welcoming and accessible and something that's going to draw you in. And Wait, was that saw cut before? How did you? Whoa! Yeah, so that's like one of my favorite moments in the game is. Die Szene, die wir jetzt gerade sehen, ist eine meiner Lieblingsszenen, weil das einer der ersten Momente ist, wo man mitbekommt, dass man die Zeit mehrmals vor- und zurückspulen muss, bis man das Rätsel gelöst bekommt, bis man die Säge hier durch das Holz durchbekommt. Und dann wiederum kann Friend weitergehen. One of the solutions kind of moving forward is not to kind of interact, but it's to kind of hold in time. Jetzt zeigen wir mal einen späteren Abschnitt aus dem Spiel. Und hier geht es nicht so sehr darum, die Zeit vorzuspulen, sondern eher den Moment anzuhalten, um diese Szene auszulösen. We really want to provide, moments of delight to the player. So, things that you may not be able to anticipate, kind of appearing and surprising you. Uns ist es wichtig, dass wir erfreuliche Momente erschaffen, Momente, die man vielleicht nicht vorhergesehen hat, über die man sich dann freut, sobald sie ausgelöst sind. Und dabei geht es uns auch darum, dass man vielleicht neue Möglichkeiten findet, über den Raum nachzudenken. well, yeah, that's our demo of The Gardens Between. We hope you enjoy it. Ja, und das war unsere Demo von The Gardens Between. Wir hoffen, es hat euch gefallen.